Ja, das Thema Migrationswende, das erhitzt nicht nur die Gemüter in der Bevölkerung, sondern auch im Bundestag. Das wurde heute noch einmal deutlich. Nach dem gescheiterten Gipfel zwischen Ampel und Union machen sich beide Lager gegenseitig verantwortlich und werden dabei auch ganz schön persönlich. Kanzler Scholz wirkte kämpferisch wie selten. Ja, CDU-Chef Friedrich Merz, der startete ungewohnt ruhig, holte dann aber kräftig aus. Leonie von Randow. Showdown im Bundestag. Die Gemüter nach dem geplatzten Asylgipfel zwischen Ampel und Union am Vortag noch immer erhitzt. Scholz verteidigt den Kurs seiner Ampelregierung in Sachen Flüchtlingspolitik. Der sonst so stoische Kanzler ungewohnt emotional und angriffslustig. Sie hat das große Sprücheklopfen beendet. Sie hat dafür gesorgt, dass endlich gehandelt und getan wird. Ganz anders als viele Jahrzehnte christdemokratischer Innenminister, die es nicht gepackt haben. Sie können es nicht. Das ist die Wahrheit, mit der wir konfrontiert sind. Auftritt Friedrich Merz. Die Pläne der Ampel beim Thema Zurückweisungen an den Grenzen kritisiert er als unzureichend. Im Ton bleibt der sonst so spitzzüngige Oppositionsführer insgesamt ruhig. Doch Scholz' Vorwurf, er habe nie ernsthaft vorgehabt, gemeinsam mit der Ampel Lösungen in Sachen Flüchtlingspolitik zu finden, weist Merz entschieden zurück. Die Behauptung, dass dies gestern hier eine Inszenierung von mir gewesen sei, die Behauptung, dass dies eine Inszenierung mit den Ministerpräsidenten in Deutschland gewesen sei. Herr Bundeskanzler, ich kann es nicht anders sagen, diese Behauptung ist infam. Sie ist infam. Ein müdes Augenrollen beim Kanzler. Der hatte gegen Ende seiner Rede dann doch noch versöhnlichere Töne angeschlagen. Die Hand in Richtung Union bleibt ausgestreckt. Es wäre gut gewesen, wenn wir zu gemeinsamen Lösungen gekommen sind. Und ich sage Ihnen, auch wenn Sie es nicht hören wollen vielleicht, wir schlagen niemals eine Tür zu. Sie können immer wieder kommen. Doch der Geduldsfaden der Union scheint zu reißen. Die von Ihnen gestern unterbreiteten Vorschläge bleiben nach unserer Auffassung hinter diesen Notwendigkeiten weit zurück. Und deshalb begeben wir uns, ich bitte um Nachsicht, wir begeben uns mit Ihnen auch nicht in eine Endlosschleife von Gesprächen. Die Fronten zwischen Ampel und Union bleiben verhärtet. Ein Durchbruch scheint erst einmal in weite Ferne gerückt. Und ich möchte darüber sprechen mit Achim Unser für uns im Bundestag. Ja, Achim, also nach den Gesprächen, die nicht zum Ziel geführt haben, heute diese hitzige Debatte, gab es da einen klaren Sieger am Ende? Ja, ich denke, das liegt im Auge des Betrachters. Also aus sozialdemokratischer Sicht natürlich wird man sagen, ja, Olaf Scholz hat gut performt. Tatsächlich, du hast es ja auch schon angesprochen, war er sehr kämpferisch. Und ich denke, das ist ein Anliegen, das auch aus seiner eigenen Fraktion kommt. Dort hat man ihm schon öfter gesagt, er müsse mal raus aus seiner Haut, müsse kämpferischer auftreten und eben nicht so, sage ich mal, von oben herab immer alles erklären. Das wirkt so unnahbar. Und Olaf Scholz macht das jetzt seit ein paar Tagen. Also er hat dann auch gestern beim Treffen der Seeheimer, der Seeheimer Kreis ist eine Organisation der SPD, da war er auch schon auf der Bühne sehr poltrig und das hat er heute fortgesetzt und hat da möglicherweise dann auch den einen oder anderen Punkt gemacht. Allerdings in der Position, in der er gerade steckt, muss man ganz klar sagen, ist die schwächere Position gegenüber Friedrich Merz, weil diese Migrationsdebatte, sie ist in aller Munde, es ist eine heiße Debatte und das, was dann gestern eben beschlossen wurde oder vorgestellt wurde von der Ampel, das wird viele Bürger nicht befriedigen, die Opposition sowieso nicht. Und Friedrich Merz, dessen Auftritt hätte eigentlich der Regel nach vor dem von Olaf Scholz stattfinden sollen, aber er hat ihn erst mal selbst reden lassen, um dann auch besser auf Olaf Scholz zu reagieren. Und Friedrich Merz hat sich ja geradezu staatsmännisch gegeben am Anfang seiner Rede. Man hat so auch ein bisschen das Gefühl, dass sich da schon einer heiß läuft für die Kanzlerkandidatur, dass da einer schon mal ein bisschen Kanzler spielt. Und er hat dann eben am Ende, hast du auch schon gesagt, dann doch noch mal ein bisschen aufgedreht und hat seine Angriffe dann gegen Scholz dann alle platziert. Insofern kann man fast sagen, naja, und er hat auch viel Applaus bekommen dann für seine Rede danach, natürlich aus dem eigenen Lager, aber Friedrich Merz hat heute tatsächlich besser performt. Wenn wir aber noch mal auf das eigentliche Thema schauen, die Migration, die muss weiterhin geklärt werden. Eine Wende wird von vielen Menschen erwartet. Wurden da heute noch mal Punkte gemacht, Lösungsansätze vorgestellt?
Also Lösungsansätze, klar, wurden formuliert. Ob es tatsächlich dann die Lösungen sind, die in der Realität funktionieren, das ist die große Frage. Es war so, dass natürlich das Ampellager gesagt hat, das, was wir da auf den Weg gebracht haben, das ist schon viel. Olaf Scholz hat ja auch angedeutet, dass die Asylwende hätte seine Regierung angepackt und nicht die Vorgängerregierung. Er meinte damit eben alle möglichen Verschärfungen, die mittlerweile in den letzten Jahren dann auf den Weg gebracht wurden in dieser Legislaturperiode. Bei den Grünen, das sieht es ein bisschen anders aus. Da hat Katharina Dröge, die Co-Fraktionschefin, einen Punkt gemacht, in dem sie eben auch sagte, hier im Haus würden viel zu wenige dann eigentlich, sage ich mal, das Thema Migration neutral betrachten, seien eben durch die aufgeheizte Stimmung dann auch schon beeinflusst und würden alle über einen Kamm scheren. Man müsse doch auch an jene denken, die tatsächlich aus politischen Gründen flüchten und die viel Schlimmes erlebt haben. Hören wir mal rein in das, was Katharina Dröge gesagt hat. Ja, wir müssen über den gewaltbereiten Islamismus sprechen. Nicht erst seit Solingen, sondern schon seit vielen, vielen Jahren. Islamismus gehört zu den größten Gefahren für unsere Gesellschaft. Was allerdings überhaupt nichts bringt, wirklich kein Stück Sicherheit mehr, das ist, wenn man versucht, in den Nachwehen eines furchtbaren Terroranschlages zu versuchen, mit den Ängsten der Menschen Wahlkampf zu machen, so wie Sie, Herr Merz, das nach Solingen getan haben. Soweit Katharina Dröge. Es gab natürlich auch die ganz andere Position, am schärfsten natürlich formuliert von der AfD. Und da war es Alice Weidel, die gesprochen hat und die eben noch mal ganz klar gesagt hat, das Thema Migration, das ist das Thema der AfD. Damit möchte die auch in den Bundestagswahlkampf gehen. Und ihre Forderungen hören wir uns auch mal an. Und gegen explodierende Migrantenkriminalität helfen nur sofortige, robuste Maßnahmen. Ein striktes Moratorium für Einwanderung, Aufnahme und Einbürgerungsstopp von allen Migranten für mindestens 5 Jahre und keine Einbürgerung von Menschen, die in unserem Sozialsystem hängen. Schließung der Grenzen, ausnahmslose Zurückweisung aller Illegalen, sofortige Ausweisung aller Illegalen und Straftätern, Beseitigung aller finanziellen, rechtlichen, sozialstaatlichen Anreize, Sach- statt Geldleistung und endlich den Umbau des Asylrechts. Das würde eine verantwortungsvolle AfD-geführte Regierung jetzt tun. Ja, soweit Alice Weidel, kämpferisch und angriffslustig wie immer. Von der Ampel hört man dann, wenn man sie nach Alice Weidel fragt, natürlich, dass das eben Lösungen vom grünen Tisch sind. In der Realität würde das ein Chaos in der Europäischen Union verursachen, weil die Nachbarländer nicht mitspielen würden. Und es würde auch das Renommee der EU, dem Renommee der EU schaden, weil dann keiner sich mehr an die bestehenden EU-Rechte halten würde. Achim, danke dir für diese Einordnungen der Debatte im Bundestag.